Zur Einführung in das Thema assistive Technologien sind wir heute in der Ausstellung Hallo Freiheit – Zusammen über Barrieren. Eine Ausstellung der Frankfurter University of Applied Science zusammen mit dem VDK Hessen-Thüringen und der Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige. Wir möchten, bevor es im Verlauf des Kurses dann um sehr komplexe Hilfsmittel und auch um neue Technologien geht, hier einmal mit den einfacheren Hilfsmitteln, mit den analogen anfangen, die vom Technisierungsgrad eher Low-Tech sind und aber auch gut zeigen, wie man die Kontextfaktoren für Menschen so anpassen kann, dass sie gut in ihrem Alltag zurechtkommen. Dafür haben wir hier einmal die Beispiele für die Nahrungsaufnahme. Man sieht, dass hier zum einen die Tischsituation schon so angepasst wurde, dass sie für Menschen mit Sichteinschränkungen, wie zum Beispiel auch im Alter, gut erkennbar ist. Das Tischset grenzt hier den Bereich so ein, dass man das Besteck und das Geschirr gut sehen kann, die in diesem Bereich stehen. Auch das Geschirr ist so mit der roten Farbe so angepasst, dass es gut erkennbar ist und sich gut vom weißen Tisch abhebt. Zudem habe ich hier nochmal eine Anti-Rutschmatte mit drunter gepackt, damit, wenn ich jetzt zum Beispiel nur mit einer Hand essen kann, mir der Teller nicht wegrutscht. Gerade für Menschen, die mit einer Hand essen, ist es auch praktisch, wenn der Rand vom Teller erhöht ist, sodass man dann gut dagegen schieben kann. Hat man dieses spezielle Geschirr nicht immer parat, gibt es hier zum Beispiel auch so mobile Varianten, die man auf normales Geschirr oben drauf setzen kann. Dann gibt es spezielles Besteck, je nachdem, zum Beispiel für Menschen mit Schwierigkeiten in der Feinmotorik gibt es die Möglichkeit einer Griffverdickung. Das kann man sowohl fertig kaufen als auch selber mit Schaumstoff zum Beispiel aus dem Baumarkt sich basteln. Die Griffverdickung hilft, wenn ich zum Beispiel mit der ganzen Hand esse. Das liegt dann deutlich besser in der Hand und lässt mich die Gabel sicherer führen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel nicht so viel Bewegungsradius im Arm habe, kann es helfen, dass ich so einen gebogenen Löffel habe. Mit dem muss ich dann nicht ganz so weit nach oben gehen. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel auch das gebogene Messer, was ich von oben anfassen und dann direkt schneiden kann. Was wir hier sehen, ist dann noch ein Becher mit Nasenausschnitt. Der hilft dabei beim Trinken, dass ich den Kopf nicht so weit in den Nacken nehmen muss und trotzdem den letzten Rest Wasser noch aus dem Becher rausbekomme. Der Hintergrund ist der, dass im Alter, aber auch bei vielen neurologischen Erkrankungen es zu Schluckstörungen kommen kann. Und gerade wenn man den Kopf zu stark in den Nacken nimmt, neigt man dazu, sich schnell zu verschlucken. Anhand der Modellküche möchte ich einige Aspekte von Barrierefreiheit vorstellen. Die Küche ist zum einen unterfahrbar, sodass man auch mit dem Rollstuhl davor sitzen kann oder zum Beispiel auch einen Stuhl an die Küche schieben kann und dann darunter sitzen kann. Das ist gut für Menschen, die zum Beispiel auch einfach nicht lange stehen können beim Kochen. Zudem ist die Küche höhenverstellbar, sodass man sie anpassen kann auf Menschen zum einen im Rollstuhl oder auch wenn man zum Beispiel der Partner dann im Stehen kochen möchte. Das entspricht auch wieder den Prinzipien von Universal Design, dass die Küche zum Beispiel so gestaltet ist, dass sie von vielen Menschen gleichzeitig normal nutzbar ist, ohne dass sie immer speziell angepasst werden muss. Was man hier auch sieht, ist, dass die Oberschränke sehr tief angebracht sind, dass man sie von verschiedenen Höhen erreichen kann, zum Beispiel auch im Sitzen. Und ich kann hier auch die Regale rausziehen, um besser reingreifen zu können. Eine Möglichkeit wäre jetzt zum Beispiel auch noch für Menschen mit Gedächtnisstörungen, dass man die Tür in Glasoptik macht, sodass man auch immer sehen kann, was sich dahinter befindet. Auch Bedienelemente wie hier an der Herdplatte können individuell angepasst werden. Hier haben wir zum Beispiel Griffe, an denen man haptisch gut erkennen kann, auf welcher Stufe sie gerade stehen.
Gerade wenn man feinmotorisch Schwierigkeiten hat oder auch nicht so gut sieht, kann es zum Beispiel schwierig sein, in die Herdplatte eingelassene Bedienelemente zu erkennen. Gerade auch bei Touchpad-Bedienung ist es manchmal, gerade im Alter, wenn die Hände vielleicht trockener sind, auch schwieriger, diese zu bedienen, weil sie dann vom Herd auch teilweise gar nicht erkannt werden. Dann gibt es noch Sensoren, die verhindern, dass zum Beispiel ein Topf über viele Stunden auf dem Herd steht. Wenn die hier oben angebracht sind, erkennen sie, wenn die Hitze zu hoch wird, wenn der Strom lange nicht ausgeschaltet wird, und dann gibt es ein Signal. Ich zeige das hier einmal an dem etwas älteren Modell. Das würde man auch hier oben anbringen. Und wenn es eine Überhitzung und gleichzeitig keine Bewegung am Herd feststellt, würde dann der Alarm losgehen.